Vor mir ist ein Bussard. Der steigt ordentlich an mir vorbei. Dann fliege ich ihm mal nach. Der muss ja wissen, wo der Kern ist. Danke, Bussard. Geil, ey. Ja, wunderschönen guten Morgen. Heute mal im Doppelpack. Den Olli habt ihr vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle gesehen oder zumindest von gehört. Der Olli ruft an. Genau, der Olli ist meistens der Typ, der immer genau dann anruft, wenn ich 2 Paar Handschuhe anhabe und keine Chance habe, ans Handy zu gehen. So sieht's aus. Ja, heute sind wir wieder an so einem kleinen Hügel hier. Die Thermik ist wieder nur so mäßig, vielleicht sogar nur gering angekündigt. Aber immer noch besser, man versucht es an einem schlechten Tag, als dass man am Boden steht. Mal gucken, vielleicht geht es auf Strecke, wir wollen es auf jeden Fall probieren und vielleicht auch zu zweit, was immer mehr Spaß macht. Man hat mehr Möglichkeiten, 2 Leute, die suchen können, wenn es knapp wird und hart auf hart kommt. Jetzt machen wir uns erstmal fertig und hoffentlich sehen wir uns gleich in der Luft wieder. Bestimmt. Bis gleich. Diese Bänder sind echt teilweise dünn wie Zahnseide. Dass die so viel aushalten, ist echt ein Wunder. So, die Verfolgerkamera hängt gut drin. Die hat auch schon ganz schön gelitten. Und da habe ich schon die Verfolgerkamera eingefangen. Nervig. Also in den Bäumen da oben ist gut Bewegung. Ich glaube, das trägt. Ich warte noch auf eine kleine Ablösung hier und dann haue ich mich raus. Ah, da kommt was. Ach, komm schon. Eine Windscherung hier, ey. Heftige Turbulenzen. Ja, das sieht gut aus. Steht hier schön straff drauf. Sollte locker gehen. Ist aber echt ein bisschen seitlicher. Ist eigentlich östlich oder sogar nordöstlich angekündigt. Und jetzt hier vor Ort eher südöstlich. Jawohl, hier ist was. Hier liegt was an. Das ist ja genial. Es geht direkt mega hoch. Ist einfach mal wieder genial gelaufen. Ich hoffe, dass der Olli jetzt schnell in die Luft kommt. Von wegen mäßige Thermik. Das waren 4 Meter. Man sieht da oben an den Lentikularis-Wolken, dass wir heute echt hohe Windgeschwindigkeiten haben. Unter mir da unten dreht auch ein Bussard auf, genau an der gleichen Stelle, wo ich den Einstieg gefunden habe. Ah, Olli steht noch am Start. Ja, ich hoffe, dass er jetzt gleich rauskommt. Aber Olli hat ein Händchen dafür, die Thermik gut zu zentrieren. Wenn er sich raushaut, bin ich mir relativ sicher, dass er schnell wieder rankommt. Ja, wir haben das Problem, dass wir unter der Woche haben. Und auf dem Weg, den wir fliegen wollen, liegt einmal ein Flughafen. Noch dazu haben wir ein Militärgelände in der Senne. Und ja, unter der Woche haben die eben einen größeren Bereich aktiv geschaltet. Und da können wir nicht durch diese EDR-Zone. Okay, Olli ist gestartet, aber ist noch am Startplatz und kämpft. Es sieht noch gut aus. Er muss es einfach probieren, er muss vor den Wald kommen. Machen wir schon mal die Lagen zu. Oh, wird frisch hier. Der Ostwind bringt kalte Luft, deswegen ist es auch meist so gut thermisch. Oh ne, ich glaube, er bricht ab. Ja, ich muss Olli mal eine Nachricht hier zukommen lassen. Olli, versuch dich rauszuhauen und unten vor den Wald zu gehen. Der Wind kommt deutlich südlicher, als du es oben am Start spürst. Vorm Wald trägt es richtig gut. Ja, sind jetzt bei 730 Metern. Und ich habe es ein bisschen jetzt verbaselt durch das ganze Jacke auf und zu machen und funken. Ah, hier kommt er wieder.
wenig Vorwärtsfahrt. Aber solange es hochgeht, ist mir das recht. Ich will ja eh nicht vorwärts. Da startet der Olli wieder. Wenn er es jetzt schafft, vor den Wald zu kommen, dann hat er es. Olli hat's gepackt. Olli, geil, Mann. Ich hoffe, wir sehen uns gleich hier oben. Anni ruft an, meine Freundin. Hi, Anni. Ich mach mal mein Vario leise. Ja, ich bin ja auf 650 Metern, war schon zwischenzeitlich auf 800. Wir sind noch am Starthang, wir sind eben erst raus. Und ja, vermutlich geht es dann wieder auf Strecke, wenn wir hochkommen. Alles klar. Bitte? Ist sehr windig, ja, absolut. Teilweise habe ich nur 4 km/h mit dem Enzo. Also das wäre nichts für dich, ehrlich nicht. Danke dir, mein Schatz. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Ciao. Ja, telefonieren ist ganz netter Spaß in der Luft, aber wenn man ehrlich ist, also zumindest wir Männer, glaube ich, sind nicht dafür gemacht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Wenn ich telefoniere, mich dann noch auf die Kamera konzentriere und dann noch auf ein bisschen aktives Fliegen, dann war es das. Da bin ich schon maßlos überfordert. Oh ja, das war turbulent, da hatte ich einen kleinen Klapper. Jo, hier bin ich im Zentrum. Richtig geile Thermik. So, höchster Punkt für heute 830. Geht weiter integriert mit 2,5 Metern hoch. Ja, ja, ja. Geil. Oh Mann. Das kann man auf Video nicht so rüberbringen, aber manchmal fühlt sich die Luft einfach geil an, wenn du merkst, dass es richtig im Segel steht. Du spürst richtig den Bremsdruck und du merkst, wie es hochgeht. Gleich auf 1000 Metern ist das ein Luxus. Geil. Ja, schauen wir mal, wie hoch es geht. Ich habe heute Morgen und gestern natürlich wieder sämtliche Wetter-Apps studiert. Ich gucke da gerne beim DWD, Deutschen Wetterdienst. Ich gucke gerne bei Meteo Parapente, bei Windy und den örtlichen Wetterdiensten hier bei Meteo Media. Und ja, wie man das so macht, man sucht sich dann die Werte raus, die einem am besten passen. Die Basishöhe war im Laufe des Tages auf bis 1,6 angekündigt oder 1,5 nur. Ich bin jetzt bei 1130. Oh nein, der Olli hat es verloren und ist richtig abgesoffen. Ja, wieder der Extrakreis. Aber gut, ich fliege jetzt los. Genau das war die Entscheidung, loszufliegen. Ab jetzt gibt es quasi kein Zurück mehr. Ab in den Beschleuniger. Es tut mir leid, Olli, aber ich musste dich zurücklassen. Versucht auf Olli zu warten, bin noch mal runtergekommen, aber dann hatten wir zusammen eine Thermik. Ich dachte, wir kommen beide gut hoch und dann ja, ist er rausgefallen, ist stark abgesoffen und bei mir ging es gut weiter hoch und ich habe mich auch schon weit versetzen lassen. Das musste ich nutzen. Ich hoffe, wir sehen uns später noch in der Luft, das wäre der Traum. Ja, und hier steigt es nochmal. Geil. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das waren gerade 5,5 Meter. Das nehme ich natürlich nochmal mit. 3 Meter integriert. Geil. Naja, Deutscher Wetterdienst. Geringe Thermik, bestimmt. Hört nicht so häufig auf die Apps. Also zumindest lasst euch nicht von schlechter Thermik abhalten, den Tag zu nutzen. Die Alternative, jetzt zu Hause zu sitzen oder auf der Baustelle zu stehen. Ich will nicht tauschen. 1325 und es hört und hört nicht auf und das scheiß Funk auch nicht. Ich weiß nicht, was es hat. Es war klar, dass ich rausfalle. 1410. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen höher kommen. Ja, tut mir leid, Olli, ich weiß nicht, was mit dem Funk ist, aber das nervt ja hier richtig. 1450. Ich hätte gedacht, dass es heute vielleicht um 15, 16 Uhr so hoch geht. Aber jetzt schon
der schönste Start jetzt seit den letzten Streckenflügen, die ich gemacht habe. So zügig, so reibungslos vom Start an weg. 1500 genau. Hört sich gut an. Runde Nummer 72 ohne Beschleuniger. Geil, das gibt's doch nicht. Ja, dann knallen wir mal los. 85 km/h. Ich muss jetzt schon ein bisschen vorhalten, dass ich an der Verbotszone vorbeikomme. Nicht, dass das zu eng wird. Ich weiß nicht, ob das andere Video schon online ist, aber ich habe hier letztens einen Streckenflug gemacht und da habe ich mich in so eine bescheuerte, enge Lage gebracht. Da habe ich heute nicht nochmal Bock drauf. Da unten sehe ich das Hermannsdenkmal. Ist noch in weiter Ferne, aber das ist so ungefähr meine Flugrichtung. Bin nur noch bei 800 Metern. Ich komme jetzt auf richtig schöner Höhe beim Hermannsdenkmal vorbei. Ich hoffe, dass ich da was finde. Das steht auf einer schön erhöhten Position. Genau am Eckpunkt der EDR-Zone quasi. Ist immer ganz gut, wenn man sich solche Peilpunkte in der Natur merkt, auf die man zuhalten kann. Da muss man nicht immer mit den Augen am Bildschirm kleben. Apropos kleben, mir klebt irgendwas im Mundwinkel. So, jetzt wird es Zeit, dass ich was finde. Jetzt kommt nur noch bewaldetes Gebiet. Die Fahnen hier oben beim Hermann wehen schwach. Unglaublich, wenn man seinen Schatten unten durch den Waldrasen sieht, wie schnell man wirklich ist. Scheiße ey, 650 Meter. Ich finde hier gar nichts. Und jetzt muss ich schon von meiner Flugplanung abweichen, damit ich, wenn ich nichts finde, landen kann. Ich muss jetzt schon vorsorgen, dass ich nicht in diesem scheiß Waldgebiet runtergehe. Mann! Es fühlt sich wieder gar nicht gut an. Ah, interessant, da hinten sehe ich meine Hochschule, wo ich immer Yogakurse unterrichte in Detmold. Oh, hier piept was. Ja, ja, ja. Komm schon. Ich brauche dich. Ja, bitte. Oh, was eine Erleichterung. Sehr angenehmes Reisen und Fliegen heute. Ah, hätte ich mal den Mund nicht zu voll genommen. Den Beschleuniger, los geht's. Da vorne ist ein Segelflieger, ich glaube, da gehe ich mal hin. Der dreht da ordentlich auf. Oh, ja, hier wird's turbulent. Da hat die Verfolgerkamera mich fast eingeholt. Ja, hier geht es wieder hoch. Und hier ist auch besseres Steigen. Da hinten ist noch ein zweiter Segelflieger. Ah, ich habe besseres Steigen. Ich habe aufgeholt. Das ist der Nachteil beim Segelfliegen. Die müssen größere Kreise machen. Und wenn es kleine punktuelle Thermik ist, dann können sie meistens nur in den Randbereichen langkratzen, wo sich ein Gleitschirmflieger hingegen schön in die Mitte reinstellen kann, ne? Schöner Tag, geil. 2 Segelflieger, die da zusammenkreisen. Aber ich bleibe erstmal hier. Hier geht es mit 2,3 Metern integriert hoch. Damit bin ich ganz zufrieden. 3 Segelflieger, was ist denn da los? Unglaublich. Da will ich auch nicht in die Mühle geraten. Wenn es zu voll wird, dann konzentriert man sich wieder mehr auf die anderen als auf die Thermik. Absolut bockig gerade. Jetzt gerade wird es echt turburissen, ja. Turbulent und zerrissen. Ja, ich steige auf jeden Fall besser als die 3 Segelflieger. Da hinten kommt noch ein 4. Segelflieger, das gibt's ja nicht. Oh ja. Das war gerade über ein paar Sekunden 4,5 Meter. Ach, was ein Flug. Allein jetzt schon wirklich sehr, sehr geil gelaufen. Auch durch die
die hohen Windgeschwindigkeiten allein jetzt in dieser Stunde, die ich vielleicht unterwegs bin, schon einige Kilometer zurückgelegt. Angekündigt war Ostwind, aber wir haben viel Süd dabei. Meine Flugplanung macht es mir leider nur sehr schwer möglich, nach Hause zu fliegen. Jetzt ist die Entscheidung, fliegt man heute weit und einfach weiter Richtung Norden oder Nordwest oder fliege ich wieder Richtung Süden, aber in den Wind rein. Ich glaube, ich überlasse diese Entscheidung ein bisschen dem Zufall. Ja, die Segelflieger fliegen da alle weg, die haben nichts mehr. Ich bin jetzt bei 1350, aber so gut wie nichts mehr im Steigen. Jetzt geht es wieder geradeaus. Olli ruft an. Ja, dann ist es so. Probier's weiter, der Tag ist noch jung. Oh nein! Scheiße, ey. Ja, keine Ahnung. Daumen raushalten. Da, hier ist was. Ja, so habe ich es am liebsten. Hier bei über 1000 Metern Thermik zu finden. Also das könnte heute vielleicht ein längerer Flug werden. Bisher läuft schon sehr gut. Bei den letzten Kreisen immer das Vario im Auge behalten, ob man tatsächlich noch steigt oder ob man nur piept und auf der Stelle rumrührt oder sogar singt. Das war's. Diesmal ohne schlechten Extrakreis. Oder doch nicht? Oh nein. Ich musste wohl doch noch den unnötigen Kreis machen. Oh, hier geht es mächtig runter. Hier muss noch was gehen. Minus 3 Meter integriert. Ah, hier muss was sein. Ich hoffe, ich treffe es auch. Das ist halt immer das Risiko, dass man dran vorbeifliegt und nur das Sinken mitnimmt. Hier muss es sein. Sinke noch, ey. Scheiße, weiter hier. Es geht gerade mächtig runter. Es könnte sein, dass ich jetzt an irgendwas Gutem vorbeigeflogen bin. Das sieht gerade nicht gut aus. Auch keine Flächen, die ich für erfolgreich erachten würde. Vielleicht hier leicht links von mir. Ich passe mal ein bisschen die Route an. Ja, hier unten sind ein paar größere Flächen, wo braune Äcker nebeneinander liegen. Und auf einem fährt sogar ein Trecker rum. Aber nur weil das Lehrbuch sagt, dass das eine gute Thermikablöse ist, muss das nicht funktionieren, ne? Ja, hier könnte was kommen. Fühlt sich schon ein bisschen so an. Ja, leichtes Piepen. Ja, das wäre es jetzt. Das wäre die Rettung. Ist die Frage, wo ich hin muss. Weiter nach rechts mit dem Wind oder in den Wind. Das kann jetzt über alles entscheiden. Ich lasse mich mit dem Wind ein bisschen treiben. Komm schon. Ah, hier ist was. Es ist durchwachsen, aber... Komm schon, bitte irgendwo ein Vogel oder so, das wäre geil. Ich habe das Gefühl, es zieht mich in eine gewisse Richtung. Ja. Ja. Das könnte was sein. Ja. Und wieder einmal eine Chance hochzukommen und das Ganze noch mal ein ganzes Stück weiter zu bringen. Da hat der Lehrbuch-Joker geklappt. Ich bin jetzt genau über der Wiese, also im Versatz mit dem Wind, wo der Bauer gerade am Pflügen ist. Und das ist auch richtig trocken da unten. Man sieht die Qualmspur von den Bauern. Ich glaube, das war's. Ah, da kommt noch mal was. Sehr schön. Ich sollte häufiger sagen, ich glaube, das war's. Wie so ein Zauberspruch. Zack, der schickt mich direkt wieder in die Thermik. Ja, ich glaube, ich sollte langsam anfangen, darüber nachzudenken, wie weit das Ding hier heute gehen kann. Ob ich überhaupt meinen Verpflichtungen heute Abend nachkommen kann. Aber es geht einfach hier hoch, ne? Es ist ein Selbstläufer.
einfach wunderschön hier oben. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was das nochmal für ein Gefühl ist, hier wirklich in dieser Situation zu sein. Für alle, die darüber nachdenken, Gleitschirm zu fliegen, probiert es mal aus, macht mal einen Tandemflug, macht mal in der Flugschule einen Schnupperkurs. Und wenn ihr das Thema ernsthaft verfolgt, also das ist nicht in Worte zu fassen, wie viel Spaß das bringt. Also das ist Freiheitsgefühl auf höchstem Niveau. Geil, und die Thermik geht hier nochmal richtig ab. Das gibt's nicht, ey. Das sind zeitweise 4 Meter. So, ich bin wieder bei 1,4. 1,5 ist bisher mein höchster Punkt heute gewesen. Mal gucken, ob wir noch mal ein Stückchen höher kommen. Der Bart zieht noch relativ gut durch. 1460. Ja, ein bisschen geht's noch. Wie so einzelne Blasen, die noch mal ein bisschen höher tragen. Ja, 1470, ich glaube, das war's. Handschuhe anziehen, kostet über 100 Meter. Ich muss echt sagen, das hier sind geile Handschuhe. So eine Mischung aus Fäustling und Geteiltenfinger. So kann ich jetzt zumindest beim Enzo noch hier oben den Griff packen. Ich kann relativ leicht den als Überziehhandschuh nehmen. Und ja, hat wirklich sau gute Wärmeleistung. Ja, hier ist was. Da sage ich natürlich nicht nein. An einem Tag, wo die Basis nicht so richtig hoch ist, ich nehme alles mit. Vor allem, wenn es gut ist. Und das gerade ist ziemlich gut. 3 Meter integriert. Ja. Wow. Da ist es. Ja, mein Vario gibt den Geist auf. Der Akku ist bald leer. Das nervt richtig. Das könnte schon Gütersloh oder sowas sein. Aber es läuft wirklich sehr, sehr gut. Mal schauen, wie weit es heute echt geht. Ich will jetzt mal noch nicht von den 100 Kilometern träumen, aber sieht gar nicht so mega unrealistisch aus. Hier ist wieder irgendwas. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir es kriegen. Also macht das Spaß. Bevor man wirklich unter Druck gerät, wieder in irgendeine Thermik reinzustolpern, ist sehr komfortabel. Die letzten Flüge waren mit so viel Anstrengung verbunden, weil ich immer wieder so weit abgesoffen bin, dass ich wirklich am Kratzen war. Das strengt sehr viel mehr an. Wenn man so die ganze Zeit locker durchfliegt, das ist sehr viel effektiver. Die Thermik lässt zwar deutlich spürbar nach. Ich meine, das war auch angekündigt, dass mehr Richtung Münsterland die Thermik schwächer wird. Die einzelnen Cumulus habe ich auch weiter im Osten gesehen. Aber es geht noch hoch. 1,5 Meter integriert. Ja. Und das Zentrum scheint noch mehr herzugeben. Wo bin ich denn jetzt rausgefallen? Gibt's doch nicht. Über 2 Stunden unterwegs. Ich bin jetzt bei 66 XC Kilometern. Mal schauen, wie weit es noch geht. Aber es fühlt sich nicht so an, als wenn der Tag noch sehr weit reicht. Es wird immer geringer von der Arbeitshöhe. Ich bin schon wieder sehr niedrig, 570 Meter. Mal schauen, ob das nochmal was gibt. Oder ob das hier schon langsam zum Ende geht. Hier piept was. Es piept wohl. Jawohl! Ich kann es nur noch mal sagen, Deutscher Wetterdienst. Geringe Thermik, dafür ging das heute echt sehr, sehr gut. Zeitweise über 3 integriert. Ich fliege gerade über so einen Steinbruch und ich habe hier gerade wirklich so einen Geruch von Kalk oder sowas in der Nase oder Schwefel. Keine Ahnung, muft ein bisschen, aber okay. Ich hoffe, dass da auch Thermik jetzt kommt. Ist was. Ich
gar nicht in diese Richtung fliegen. Da kommt bald schon die nächste Transponder Mandatory Zone. Oh Mann, ich würde wirklich gerne die 100 Kilometer heute knacken. Hier geht's wieder hoch. Ich bin schon bei 77 Kilometern. Die letzten 23 fehlen mir noch. Ich komme langsam dieser TMZ-Zone immer näher. Nur leicht. Ich gleite da so seitlich hin. Oh, da vorne fliegen ein paar Gänse vorbei. Nee, Kormorane. Ja, Jungs, ich steige, ne? Ha, ich steige an denen vorbei. Ja, also der Wind, der schiebt mich so seitlich an die TMZ langsam ran. Ich gucke mal, wie weit ich den Bart noch mitnehmen kann. Ich habe noch 400 Meter Abstand, aber es wird kontinuierlich weniger. Was ein herrlicher Bart, ey. Genial. Meine Güte, nochmal 3 Meter integriert. 270 Meter noch bis zur TMZ. Bin aber auch schon wieder bei 1,1. Ich kann mir vorstellen, dass ich diesen Bart noch fast voll mitnehmen kann. 21 Kilometer noch, dann hätte ich die 100 voll. Ich konnte jetzt gerade noch mal relativ gut Höhe tanken. Die nächsten 10 Kilometer sind fast sicher. Aber ich hoffe, ich komme noch ein bisschen weiter. Ja, ich bin jetzt ein bisschen mehr als 2,5 Stunden unterwegs. Ich bin schon bei 85 Kilometern. Das sieht verdammt gut aus. Ich habe noch fast 1000 Meter. Ich muss nur noch 15 gleiten. Mit Rückenwind ist das schon fast realistisch. Ah, immer diese Batterieinfo. Da zucke ich immer einmal zusammen und denke, scheiße, welchen Luftraum habe ich übersehen? Ich muss einfach sagen, so geil das hier auch läuft, ich hätte das Ding gerne mit Olli zusammen gemacht. Hätte gerne mit Olli die 100 Kilometer geknackt. Noch geiler wäre mit Anni zusammen, meine Freundin, die fliegt auch. Aber die hat für den starken Wind heute einfach einen zu schwachen, zu langsamen Schirm. Die braucht ein bisschen was Schnelleres. Ich bin jetzt bei 92 Kilometern. Ich drehe hier gerade noch mal auf, bin gleich bei 1000 Metern. Ich denke, wenn ich das Ding jetzt hier noch bis oben hin ausdrehe, sind die letzten 8 Kilometer sicher. Und ich war kurz davor zu überlegen, nicht fliegen zu gehen. Oh, ich meine, natürlich hätte ich nicht gewusst, was ich verpasst hätte, aber meine Herren, gut, dass ich losgegangen bin. Richtig, gerade eine WhatsApp geschrieben, direkt fertig, während man in die nächste Thermik hinein stolpert. Ja, es tut mir total leid. Ich habe heute Abend eigentlich eine Yoga-Gruppe, aber ich habe die jetzt abgesagt. Ich bin hier so weit Richtung Dortmund geflogen, ich weiß nicht, ob ich eine abholen kann und ich weiß auch nicht, wie lange der Flug noch geht. Und um ehrlich zu sein, ich bin jetzt gerade bei 99 Kilometern. Ich werde das Ding heute weiterfliegen. Also das da vorne müsste, glaube ich, Münster sein hinter mir. Echt genial. 101 Kilometer. Jawohl. Ich habe die magische 100 geknackt und bin noch auf über 1000 Metern. Unfassbar. Woo! Geil, ey. Oh, ist das herrlich. Ja, ich habe ungefähr 3 Stunden gebraucht für die 100 Kilometer. Vor mir ist ein Bussard. Der steigt ordentlich an mir vorbei. Ja, dann fliege ich ihm mal nach. Der muss ja wissen, wo der Kern ist. Danke, Bussard. Geil, ey. Komm schon. Oh nein, das Vario ist leer. Das gibt's doch nicht.
Komm schon. Los, piep für mich. Scheiße, Vario ist aus. Aber ich bin gut im Steigen. Ich sehe es jetzt noch auf dem XC-Track. Vielleicht kann ich beim nächsten Gleiten einstellen, dass XC-Track für mich wieder piept. Auch mal ganz schön die Ruhe zu genießen. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das kennt jeder Gleitschirmpilot. Das Piepen vom Vario ist einfach Musik in den Ohren. Jawohl! Perfekt! Ja, nerviger Ton, aber für jetzt geht's erstmal. Oh, immer diese Momente, wo man denkt, man lässt was fallen. Jetzt wird mein Handy erstmal aufgeladen. Jawohl, genug gefummelt, jetzt wird geflogen. Das war es jetzt wahrscheinlich. Ich fliege jetzt hier vorne über irgendeinen Kanal. Aber ich kenne mich hier zu wenig aus, um zu sagen, was für ein Kanal das ist. Ja, hier vorne kommen noch mal ein paar größere braune Flächen. Aber wenn es da nichts geht, dann glaube ich, geht es hier runter. Das fühlt sich gut an. Komm, piep doch. Scheiße, ich komme nicht klar mit dem Vario. Das reagiert halt sehr verzögert. Da vorne geht ein Vogel hoch. Nee, nicht richtig. Oh Mann, ich glaube, ich lande jetzt hier. Ah, der Rückweg wird heute länger dauern. Genieß mal die letzten Meter noch und landen dann hier. Ich bin super glücklich. Ein richtig geiler Flug gewesen. Hier habe ich genug Wiesen. Vielleicht nehme ich einfach die hier. So. Dann geht's jetzt hier runter. Oh, was ist das hier, ein Wind? Scheiße. Arschlecken in die Wiese komme ich nicht mehr hin. Ich habe keine Vorwärtsfahrt. Das wird auch eine sportliche Landung dann. Nehme ich die hier. Das ist zwar keine richtige Wiese, aber der Bauer wird es mir verzeihen. Da vorne, auf dem Stück könnte ich landen. Boah, jetzt ist turbulent. Komm schon. Nicht so ein Scheiß vor der Landung hier. Ja. Das wird wuckig. Komm schon. Mach keine Faxen hier. Okay. Yes, Mann! Ist das geil, ey! Woo! 118 Kilometer. Ist das genial, ey! Mann, freue ich mich! Ja, ungefähr 1,5 Stunden entfernt von der Heimat, weit weg von dem nächsten Bahnhof, der nächsten größeren Stadt, wirklich voll auf dem Land, ziemlich genau zwischen Münster und Dortmund gelandet. Ja, jetzt laufe ich hier einsam und verlassen an dieser Straße entlang und halte den Daumen raus, immer wenn ein Auto kommt, was leider nicht häufig ist. Ich hatte erst 2 Autos, die an mir vorbeigefahren sind und die haben mich nur komisch angeguckt. Da kommt eins. Ja, der hält an. Okay. So, rein hier. Ja, passt. Perfekt. Ja, ich kann es kaum glauben. Ich habe ja gerade noch sogar gefilmt, den Daumen rausgehalten. Das 3. Auto war es diesmal. Ich habe einfach Glück in letzter Zeit. Der Oliver hat mich eingesammelt. Selber Pilot, das gibt's gar nicht. Kein Gleitschirmpilot, sondern, was fliegst du? Ja, von den kleinen Dingern bis zu den großen, Ausbilder und Prüfer. Herzlich willkommen. Ja, unfassbar geil. Wir tauschen uns hier gerade über die verschiedenen Hobbys aus, wie die Fliegerei so abläuft, mit Motor oder ohne Motor.
und ich kann mein Glück kaum fassen. Olli hat sich bereit erklärt, mich jetzt sogar bis zum nächsten Bahnhof zu bringen, hier bei Nottuln, auch wenn das nicht ganz seine Route gewesen wäre. Also vielen lieben Dank nochmal, Olli. Sehr gerne. So gehört sich das unter Kollegen. Genau, so gehört sich das. Super, danke dir. Der Olli, da fährt er gerade. Hat mich bis zum Bahnhof hier in Appelhülsen gebracht. Unglaublich. Tolle Bekanntschaft. Das ist auch echt das Herrliche am Gleitschirmfliegen, neue Leute kennenzulernen. Ach, diese Abenteuer am Rande gehören dann auch dazu. Ticket ist gezogen, nächste Zug kommt in 5 Minuten. Ach, das läuft wieder mal sehr gut, wie am Schnürchen. Und jetzt bin ich auch, ja, zwar noch knapp 2 Stunden unterwegs, bis ich wieder zu Hause bin, aber ich denke, das ist verschmerzbar dafür, dass mich sonst ein Kollege 1,5 Stunden eine Strecke hätte holen müssen. Oh, da kommt mein Zug schon. Gerade hier im Münster Hauptbahnhof, da steht auch schon der passende Zug, da geht es jetzt rein. Die RB 89 bringt mich dann in meine Heimat. So, schönen guten Tag zusammen. Was haben wir denn? Einmal mit Polen Appelhülsen, nach Salzgitter, wunderbar. Gerade einmal mit der 42 oder mit der 2? Kannst du nicht sagen. Mit dem großen oder mit dem kleinen? Auch so einer, bitte, von der Dann Höhe. war das die RB 42, das ist dann der kleine. Ja.